Ich habe so viele Ideen, ich möchte noch so viel erschaffen und bauen. Wenn ich alleine bin, dann schaffe ich am meisten, dann bin ich am kreativsten. Dann fließen die Energien, denn dann gibt es nicht viel, das mich ablenkt, das meine Präsenz fordert, das erwartet, dass ich meine Aufmerksamkeit teile. Obwohl mein Mann nicht zu denen gehört, die erwarten, dass sich die Welt um ihn dreht, ist es dennoch so, dass ich ganz natürlich meine Aufmerksamkeit mit ihm teile, wenn er da ist. Dass wir Zeit miteinander verbringen, schön gemeinsam essen, spazieren gehen, langsam leben, gemeinsam. Ich freue mich immer, wenn er kommt, doch schaffen tue ich am meisten, wenn ich alleine bin. Das liegt wohl daran, dass meine Energie begrenzt ist durch Krankheit. Und die vorhandene Energie schenke ich dann der Gemeinsamkeit mit meinem Mann. Meine Schaffenskraft muss dann warten, bis er wieder fort ist. Dann kann ich weiter langsam und ruhig leben und etwas dabei schaffen. Ganz langsam, in meinem Takt. Alleine. So wie es mein Körper zulässt. Viel zu langsam für diese Umwelt, für die heutige schnelle Zeit. So, eine Ecke ist fertig eingerichtet. Ich wollte mal irgendwo eine schöne Ecke haben. Dieser Schrank hier, den werde ich im Sommer irgendwann nach draußen nehmen und anmalen. In der Farbe, damit das zusammenpasst. Auch zusammen mit dem Schrank hier. Naja, und dann werde ich so nach und nach das Zimmer im gleichen Stil einrichten. Aber es geht halt alles nicht auf einmal und ich kann ja jetzt im Winter, ich kann drinnen halt nicht malen, weil ich die Farbe nicht vertrage. Das muss draußen passieren. Also wird das dauern und irgendwann wird es fertig werden. Aber das gefällt mir schon mal richtig gut. Das sind übrigens meine eigenen Bilder, die habe ich alle selber gemalt. Und doch schaffe ich so viel. Schritt für Schritt, angepasst an meine Tagesform, das Wetter und auch daran, ob ich Lust habe. Denn ohne Lust wird alles nur halb so gut und ohne Lust werden die schönsten Aufgaben zu einem Muss und somit zu Stress. Während ich hier am Ausmisten bin, sind die beiden voll im Spiel. Und falls sich jemand schon gewundert hat, warum Odin so einen Kragen trägt, genau deswegen, weil Mikro nämlich angefangen hat, so richtig ein bisschen doller zuzubeißen. Und ja, jetzt hatte Odin ein paar Wunden am Hals. Dann habe ich ihm was genäht, damit das wieder verheilt. Und das ist auch schon ganz gut verheilt. Jetzt muss noch der Pelz nachwachsen. Aber Mikro ist nicht gerade zimperlich beim Spielen. Umgekehrt natürlich auch nicht. Aber ja, man muss ja dann nicht dabei zusehen, wie das Blut läuft. Man kann das ja auch verhindern. Und dieser Kragen, der verhindert das. Ja, und Odin macht weiter, obwohl er dann Wunden hat. Der spielt einfach, der spürt das gar nicht. Die sind wirklich hart im Nehmen, die Viecher. Und da unten
Da läuft er dann hin zum Trinken zwischendrin. Die haben hier Freiheit pur und Spaß, die beiden. Lass mal schön die Kamera in Ruhe. Ja, deswegen steht die dahinter. Es reicht, wenn Odin die umschubst. Ein kleiner Schlumpf, du. So hatte ich denn nun auch endlich mal Lust, nach sehr, sehr langer Zeit mich hinzusetzen und für meine 16-teilige E-Book-Reihe Das Vermächtnis der Lilou Sammelbände zu erstellen. Und somit auch Taschenbücher, denn nicht jeder mag nun mal E-Books. Dazu musste ich die 16 Teile nicht nur in 4 Teile zusammenfassen, ich musste auch neue Titel und Cover entwerfen und dann alles hochladen, prüfen und neu veröffentlichen. Dazu brauchte ich Lust. Wie bei allem, was ich tue. Kreativ werden und erschaffen geht bei mir nur mit Lust dazu. Ich habe so viele Projekte hier auf dem alten Hof in Norwegen am See in den Bergen. Die Selbstversorgung. Das Haus muss renoviert werden, innen und außen. Und eingerichtet werden, so nach und nach. Filmen. Ich liebe Filmen. Und meine Kunst, mein Schmuck, meine Bücher und meine Musik. Wie soll man das alles schaffen? Wie soll man da regelmäßig liefern? Warum nicht auf eines konzentrieren und das richtig machen? Das wäre doch viel sinnvoller als von allem ein bisschen und nichts richtig, oder? Das kann schon sein, doch es wäre nichts für mich. Ich brauche die Abwechslung wie die Luft zum Atmen. Ich brauche die Kreativität auf breiter Front, sonst wird mir ganz schnell langweilig. Sonst wird mir diese eine Sache, auf die ich mich dann voll konzentrieren soll, ganz schnell zu viel, zu einem Muss, also zu Stress. Wenn ich viele Eisen im Feuer habe oder viele Bälle in der Luft, wie man so schön sagt, dann kann ich jeden Tag aufs Neue wählen. Auf was habe ich denn heute Lust? Ich höre einige sagen, aber viele Bälle in der Luft, das ist doch hektisch und da fällt mal einer runter. Ja, wenn man den Bällen hektisch hinterhergreift, auf jeden Fall. Ich aber habe heliumgefüllte Bälle in der Luft. Sie schweben da und warten, bis ich soweit bin, heute den einen und morgen den anderen aufzugreifen. Denn wer sagt denn, dass man all diese Bälle in Rekordzeit auffangen und erneut hochwerfen muss? Es ist ein Irrglaube in der heutigen schneller und immer mehr und besser Kultur, dass alles morgen schon fertig sein muss. Schnelllebigkeit. Wenn man nicht kontinuierlich liefert, ist man weg vom Fenster. Wie bei diesen YouTube-Videos hier. Alle werden euch sagen, dass man regelmäßig liefern muss. Am besten an einem festen Tag, gerne 2-mal die Woche. Je unregelmäßiger, desto schädlicher für den Algorithmus. Ich halte mich nicht daran. Meine Videos erscheinen, wenn ich soweit bin. Manchmal mit 1 Woche dazwischen, manchmal mit 3 Wochen dazwischen. Wem das nicht passt, der kann woanders schauen. Ich lasse mich nicht drängeln, ich lasse mich nicht stressen. Genau so verfahre ich mit all meinen Heliumbällen in der Luft. Ich greife mir mal den Kunstball und male etwas. Dann den Bücherball und schreibe an meinen Roman oder an meinem nächsten Gesund-Leben-Buch weiter. Oder ich baue ein paar neue Regale für meinen Einrichtungsball. Und ganz wichtig, immer einen Schritt nach dem anderen.
ruhig, ohne Stress, denn es soll Freude bereiten. So, das kann man jetzt einfach rausnehmen, damit man das Fenster auch vernünftig putzen kann. Und einfach wieder reinschieben, nur mit einer Hand. Und dann kann ich da jetzt meine Sachen raufstellen. So, sehr gut. Ja, hier kann ich jetzt vorkeimen und auch Mikrogreens ziehen. Ein bisschen, ja, einfach, dass ich die Platz habe und darunter auch, dass man überall drankommen kann. Und es ist wegnehmbar. Also ich bin zufrieden. Meine liebe Freundin Simone hat mir hier ein paar Sachen geschickt zum Geburtstag. Ein selbstgemachter Hut, wo man einen Meisenknödel unterhängen kann. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten, die man irgendwo in den Garten stecken kann. Und ein Lesezeichen, ein selbst gehäkeltes. Und diese Karte ist auch selbst gemacht. So, wenn ihr wissen wollt, was Simone so treibt und wie sie diese Sachen hier selber macht, dann guckt doch einfach mal beim Kanal Schwedens Blumenglück vorbei. Es schneit, während die Sonne scheint. Ein bisschen nur, aber schneit. Ich werde jetzt versuchen, eine Platte zu gießen für meine Waschmaschine, denn da unten im Keller ist das unglaublich schief und ja, die muss ein bisschen gerade stehen und vor allem sicher stehen. Im Moment wackelt sie. Wieso mich all diese sanft schwebenden Bälle nicht stressen? Es ist doch so viel, wie soll man denn da den Überblick behalten? Ganz einfach. Ich mache mir keinen Zeitdruck. Es wird fertig, wenn es soweit ist. Und die Bälle schweben mir schon nicht davon, sie gehören ja zu mir. Der Ball, der gerade wichtig ist, für den ich gerade Energie und Kreativität habe, der kommt dann schon zu mir geschwebt. Ganz sicher. Solange ich nichts erzwinge, kommt der richtige Ball schon am richtigen Tag zu mir. Ich merke es immer wieder, wenn ich mir denke, du musst jetzt das Buch aber mal endlich zu Ende schreiben oder du musst mal wieder ein neues Hafenstück schreiben oder du musst endlich das und das renovieren. Wenn ich versuche, mich zu zwingen, dann wird es nie so gut, wie wenn ich Tag für Tag erfühle, was heute für mich gut ist, wozu ich heute Lust habe. Ich weiß ja nicht, was der Idiot im Laden da berechnet hat. Der hat zu mir gesagt, bei so und so viel 2 Pakete. Und ich habe schon gedacht, na, ob das nicht zu wenig ist und habe dann noch ein extra Paket eingepackt. Ich habe keine Ahnung, was der gerechnet hat. Und jetzt ist es, was weiß ich, einen halben Zentimeter zu wenig. So, da ich Andreas nicht erreichen konnte, habe ich meinen Papa angerufen, weil ich wissen wollte, ob man da jetzt einfach einen halben Zentimeter später drauf machen kann. Das könnte man, sagt er, aber man kann auch einfach Steine reinmachen und dann wird das Volumen mehr und das mache ich jetzt.
So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt reicht das natürlich nicht dafür, wie ich gedacht hatte. Wenn ich die Schalbretter wegnehme, wollte ich das nämlich noch so an den Kanten runterziehen lassen. Dafür muss ich dann neuen kaufen. Aber zumindest ist die Platte fertig und ich muss da nicht noch mal ran. Sehr schön. So dauert es aber ewig und 3 Tage, bis alles fertig ist. Na und? Es wird aber fertig. Irgendwann. Nur dann kann ich zurückblicken und sagen, dass mir jede Minute am Erschaffungsprozess Freude bereitet hat. Und das ist das Wichtigste. Denn wir haben nur ein Leben. Und dieses Leben werde ich auskosten, so gut ich kann. Ich möchte später zurückblicken und denken können, dass ich voller Freude und ohne Stress gelebt habe. Und nur mal so als Gedanke, wenn ich erst das Buch schreibe, dann das Haus renoviere und dann neue Musik schreibe, dann dauert es mindestens genauso lange, bis alles zusammen fertig ist. Es kam dann nur nacheinander, anstatt gleichzeitig. Dann hat man aber Jahre mit einer Sache verbracht, sich oft dazu durchringen müssen, weiterzumachen und sicher zigmal darüber nachgedacht, wie gerne man doch auch mal wieder malen würde. Oder was bauen würde oder Musik machen würde. Und wenn es dann endlich soweit ist, dann hat man womöglich keine Kraft mehr, ist krank oder anderweitig eingebunden. Dann hat man Jahre umsonst damit verbracht, sich nach etwas anderem zu sehnen. Nein, das ist nichts für mich. Ich will alles. Und auch wenn es dann mein Leben lang dauert, bis sich der Kreis schließt und alles fertig ist, dann habe ich aber alles gelebt und denke nicht, hätte ich doch. Ich habe alles genossen, Schritt für Schritt, ohne Stress, jeden Augenblick gelebt. Und wenn nicht alles fertig wird? Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, das gar keines ist. Der Weg ist das Ziel. Alles machen, alles versuchen, alle Wege gehen, auch wenn man vielleicht nicht überall zum Ziel kommt. Ohne Stress. Hunderte der Heliumbälle habe ich schon auf diese Weise auf ihrem Weg ins Ziel begleitet. So nach und nach, Schritt für Schritt. Bücher, selbstgeschriebene Hafenstücke, viele Malereien, Selbstversorgung jahreswetterabhängig, mal gut, mal etwas weniger gut. Und. Es schweben immer noch 1000 Bälle um mich herum. Oder soll ich besser sagen, schon wieder neue Bälle? Dann habe ich alles richtig gemacht, denn meine Lust und Kreativität sind immer noch da. In voller Breite. Mit immer neuen Ideen und Plänen. Schneefressen ist super. Ja, Schneefressen super.